Wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus unserem Schlafzimmer. Unser Reich, das Chibo-Reich. Temporär, also keine Sorge. Wir werden relativ häufig mit der Frage konfrontiert, wie wir unser Leben momentan angehen. Voller Stress, voller Tumult. Wie können wir bei diesem ganzen Hustle noch positiv sein? Wir sagen natürlich immer stay positive und hier und da und es wirkt alles so, als wären wir hundertprozentig immer glücklich, was natürlich kein Fakt ist, denn wir haben ein ganz normales Leben wie die meisten Menschen da draußen auch. Es gibt aber ein paar Angehensweisen, wie wir uns tagtäglich zum Beispiel auf unsere Ziele konzentrieren oder vorbereiten. Und passend zum Thema habe ich hier zu meiner Linken, zu eurer Rechten, die Positive Thinking Expertin Sabibo eingeladen. Nein, Spaß. Das Allerwichtigste, um seine Ziele und Wünsche zu erreichen, ist es, Sachen zu visualisieren. Sich es wirklich bildlich vorzustellen vor seinem inneren Auge. Wichtig hierbei ist es, nicht sich einfach nur Sachen vorzustellen, und zum Beispiel zu glauben, ja, ich würde gerne wollen, dass vielleicht eines Tages ich ein Haus habe oder ein fettes Auto. Nein, ihr müsst euch wirklich vorstellen, dass ihr das bereits erreicht habt. Denn dann werden Gefühle und Gedanken ausgesetzt, die euch dabei helfen, das dann wirklich zu erreichen. Viele Erfinder beispielsweise von Flugzeugen, vom Telefon, vom Film. Die Glühbirne. Genau, Glühbirne, Albert Einstein, Bill Gates. Krasse Leute, die wirklich revolutionäre Sachen erfunden haben, die haben auch dieses Prinzip verstanden. Die waren so besessen von ihrem Glauben daran, dass sie XY erfinden, dass sie dieses Bild tagtäglich vor ihrem inneren Auge visualisiert haben und dann haben sie es geschafft. Sie waren wirklich davon überzeugt, dass sie dieses Resultat hinbekommen und man sollte sich nicht die Frage stellen, ja, wie schaffe ich das? Man findet einen Weg, wenn man wirklich davon überzeugt ist und diese Gefühle bereits empfindet, dass man es geschafft hat. Ich finde, Bill Gates ist eigentlich sogar das allerbeste Beispiel, denn er hat ein Angebot bekommen mit, was weiß ich, Summe X würdest du bekommen, wenn du hier einen Prototypen erstellst und Bill Gates hat einfach gesagt, jo, mache ich, ohne den kleinsten Funken an Ahnung zu haben eigentlich, wie er diesen Prototypen zusammenstellen sollte. Aber er hat es halt dargestellt, als wäre das Ding schon fertig für ihn. So klar, mache ich. Er hat es schon verkauft. Ihr bekommt das. So. Und dann hat er sich hingesetzt, shit, okay, was mache ich jetzt? Er hatte, glaube ich, einen Termin, ne? Und zu diesem Termin musste er fertig sein. Und er hat es hinbekommen. Er wusste, er schafft es. Und trotz all der Menschen um ihn rum, die gesagt haben, nein, das geht unmöglich. Überleg doch mal, ich habe auch immer schon ausprobiert, ich wollte auch immer schon viel Geld, ja, bla bla bla. Aber wenn du wirklich visualisierst, und das ist genau das, was du gesagt hast, nicht dieses ich will viel Geld haben. Ja, bringt ja nichts. Du musst halt wirklich dieses Gefühl haben von ich habe es schon erreicht. Ich bin reich. Wie fühlst du dich, wenn du reich bist? Was kannst du dir alles leisten? Das hört sich so lustig an, aber das ist wirklich sehr wichtig und es ist auch nicht mega leicht. Aber so wie wir jetzt, ich weiß nicht, wie alt ihr gerade seid, aber ich werde jetzt zum Beispiel 30 Jahre lang haben wir uns ja zu diesem Menschen programmiert mit all unseren Gedanken, wie wir heute sind. Das war auch ein langwieriger Prozess. Man kann das nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Also das ist auch ein langwieriger Prozess, aber man kann sich neu programmieren mit neuen Gedanken, mit neuen Wünschen und neuen Techniken, die man dann anwendet, um seine Ziele dann wirklich zu erreichen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Wünsche habt, was ihr für Ziele habt, was ihr erreichen möchtet. Gerade jetzt in diesem Augenblick. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Was wünscht ihr euch? Vielleicht habt ihr diesen Gedanken auch schon richtig lange und ihr habt es bisher einfach nicht geschafft, es zu realisieren oder es zu erreichen. Schreibt es mir in die Kommentare und wir werden heute versuchen, das Ganze rund zu machen. Und das muss nicht das Lebensendziel sein. Es kann ein kleines Ziel sein. Ein kleines Ziel. Ich möchte diese DVD haben. Eine 1 in der nächsten Mathe-Klausur schreiben. Zum Beispiel. Ich möchte einen Song auf einer Gitarre
Ich möchte die neuen Puma-Schuhe haben. Zum Beispiel. Ich möchte jetzt einen Kaffee trinken, Schatz. Oh, das ist ein Wunsch von mir übrigens. Viele von euch denken sich vielleicht, ja gut, so ein Bill Gates oder Albert Einstein, die haben das vielleicht geschafft, die können das visualisieren. Ich kann mir nichts visualisieren. Das ist totaler Quatsch. Jeder von euch kann sich Sachen visualisieren. Und ich habe ein kleines Beispiel für euch. Wir machen das anhand eines Bildes einer Küche. Zunächst müsst ihr euch aber komplett von allen Bildern, die euch an eine Küche erinnern, befreien. Alles aus dem Sinn raus, mit dem Kühlschrank, mit dem Herd, mit dem Waschbecken, mit der Arbeitsfläche. All das nicht mehr in eurem Kopf haben. Und? Habt ihr euch gerade die Küche vorgestellt? Das ist jetzt mal so ganz billig, aber ihr habt euch jetzt gerade in dem Moment eine Küche vorgestellt. Helfen kann auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen Bewegung in eure Visualisierung reinnimmt. Wenn ihr zum Beispiel euch selber in dieser Visualisierung mit integriert, zum Beispiel wie ihr die Küche betretet, wie ihr zum Kühlschrank geht, mit eurer Hand den Türgriff fasst, den Kühlschrank öffnet, eine kalte Wasserflasche herausnimmt, sie öffnet, was trinkt. Und das erleichtert das auf jeden Fall, wenn ihr euch wirklich die ganzen Details und Einzelheiten vorstellt. So kann man üben, man kann sich erstmal kleine Visualisierungen vornehmen und dann wirklich immer größer werden. Dann wird es natürlich irgendwann dazu kommen, weil ihr jeden Tag quasi nur noch für diesen Traum lebt. Alles, was ihr macht, ihr steht morgens früher auf, weil ihr ganz genau wisst, wenn ich früher aufstehe, habe ich mehr Zeit, um diesen Gedanken zu haben. Ich habe mehr Zeit, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann da irgendwie hinzukommen. Es ist auch wichtig, dass ihr eure Visualisierung wirklich jeden Tag macht, dass es aber nicht krampfhaft wird. Also es soll jetzt kein Stresszustand für euch sein. Ihr habt ja diese Wünsche aus einem ganz bestimmten Grund. Ihr denkt ja, das ist das, was mich innerlich glücklich machen wird. Gehen wir mal in Richtung Sport. Es gibt ja, ich habe damals auch Leistungssport, Leichtathletik gemacht und ich hatte immer dieses Gefühl von, ich kriege es einfach nicht gebacken, diese eine Zeit zu unterlaufen. Ich möchte einfach schneller werden, ich möchte das schaffen. Tatsächlich habe ich es nie geschafft. Aber vielleicht hast du es auch nicht visualisiert. Richtig, ja. Richtig. Also jetzt im Nachhinein würde ich das ganz anders angehen. Das Problem ist, dass ich dann relativ zügig einen Innenmeniskusriss hatte und dementsprechend gar nicht mehr meine Tätigkeit weiter ausüben konnte. Aber die Sache ist, die ganzen Sportler, die möchten natürlich immer gewinnen, aber für die gibt es auch diese persönlichen Ziele, die sie sich setzen, wie zum Beispiel das Erreichen von einer ganz bestimmten Zeit, die sie in ihrem gesamten Leben noch nie geschafft haben. Was es für eine Möglichkeit gibt, ist, das zu visualisieren, indem du tagtäglich diese Zahl siehst. Schreib dir das irgendwo auf, mach dir einen großen Zettel, kleb dir das an die Wand. Ist ja auch völlig egal, Sport können wir auch beiseite schieben, Schule, ich möchte einen bestimmten Durchschnitt machen oder sonst was. Und wenn ihr morgens aufwacht oder es fehlt euch an irgendeiner Kraft, an Motivation, an Energie oder was, dann schreibt euch dieses Wort am besten auch irgendwo an die Wand, dass ihr immer wieder auf diesen verdammten Zettel drauf guckt und es immer wieder hochgerufen wird in euren Gedanken. Oder auch in Gedanken, zum Beispiel jetzt bei dem Lauf, dass du diesen Lauf in deinem Kopf durchgehst und wenn du eine bestimmte Zeit erreichen möchtest, dass du es dann in deinem Kopf erreichst. Und welche Gefühle kommen dann in dir hoch, wenn du es erreicht hast? Das ist dann wirklich in deiner Vorstellungskraft, hast du es dann erreicht und wenn du wirklich davon überzeugt bist, wirst du das auch in dein Leben ziehen. Also davon bin ich fest überzeugt. Auch ihr könnt es schaffen, Freunde. Wie viele Leute, wie zum Beispiel der McGregor, der MMA-Kämpfer, der hat ja auch immer schon gesagt, ich habe schon etliche 1000 Male in meinem Hirn durchgespielt, wie ich das Ding gewinne, wie ich die alle kaputt hau und wie, ist ja auch völlig egal, wie der Hintergrund ist, aber er hat sich die ganze Zeit vorgestellt, wie er da nach oben steht und den Preis entgegennimmt. Und gefeiert wird als Genau, Sieger. Er hat es schon gefühlt. Das zieht einen so dermaßen. Das ist die krasseste Motivation. Und genau aus diesem Grund, natürlich haben wir euch jetzt gerade sehr viel belagert mit Dingen, wie man das machen kann. Wir wollen das auch selber praktizieren. Wir haben ja auch ein paar Wünsche. Ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt nicht gerade viele Ziele haben und viele sagen, das schafft ihr ja nie im Leben. Und natürlich haben wir auch ab und zu mal solche Gedanken, ne? Also das ist ja auch völlig menschlich, aber wichtig ist es einfach, sich richtig zu fokussieren. Und hier auf diesem Weg wollen wir euch einfach mitnehmen, euch zeigen, welche Methoden wir anwenden und wir haben es eigentlich auch schon angekündigt, was wir vorhaben. Wir haben vor, ein Vision Board zu basteln. Das haben wir tatsächlich in der alten Wohnung auch schon vorzeitig nie geschafft. Eine Visionstafel, das habe ich ja bei The Secret gelesen und damals, 2016 glaube ich, 2016 habe ich Anfang des Jahres ein Vision Board bei mir am Arbeitsplatz
gebastelt. Und dann habe ich dich, Banane, in mein Leben gezogen. Mit all den Sachen, die wir wirklich die letzten 2 Jahre gemacht haben. Ich dachte, das Bild sei verschwunden, aber Baby hat es gefunden, weil ich es irgendwann mal per WhatsApp ihm geschickt habe. Damals noch, als ich... 40 Jahre noch Genau, vor dem Krieg, damals. als wir uns kennengelernt haben in der Anfangszeit. Mein größter Wunsch war es damals, zu reisen. Ich wollte unbedingt die Welt sehen, Wasserfälle, Dünen. Ich wollte einen Knackarsch haben, wie ihr seht. Tatsächlich war ich zu dieser Zeit sehr, sehr dünn. Und für mich, ich wollte unbedingt einen dicken Arsch haben. Was ich dann auch wirklich geschafft habe. Jetzt mittlerweile wieder ein bisschen flauschig geworden. Die muss ich Aber es ist wirklich alles machbar. Da war sogar ein Affe drauf, weil ich liebe ja Affen. Und ich habe mir in den letzten 2 Jahren, habe ich mir einen Affen tätowieren lassen. Ich habe ein Peace-Zeichen. Ich hatte irgendwann auch mal das Vision Board ergänzt mit so Kinderhänden. Wir haben auch dieses Projekt in Afrika gemacht. Wir waren jetzt in Thailand. Also mir war das immer wichtig, auch etwas zurückzugeben, etwas mit Kindern zu machen. Ich bin so unheimlich glücklich. Auch Geld, seht ihr? Ich wollte keine Geldsorgen mehr haben. Das ist ja auch das Problem, was so viele Leute haben. Sie visualisieren sich nicht ihre Wünsche und ihre Ziele, sondern sie stehen schon auf und sagen, boah, zum Beispiel, ich gehe zum Postkasten. Postkasten? Briefkasten. Ich gehe zum Briefkasten und da werden wieder Rechnungen sein, die ich bezahlen muss. Klar sind da dann Rechnungen drin, die du bezahlen musst, weil du dir das vorstellst und das dann in dein Leben ziehst. Das Gleiche war mit Schulden. Ich dachte immer, ich will keine Schulden, ich habe keinen Bock auf Schulden. Aber was visualisiere ich mir hierbei? Ich visualisiere mir und stelle mir die Schulden vor. Also gibt mir das Universum diese Schulden. Ihr habt ja jetzt gerade dieses Bild gesehen. Also einfacher geht es wirklich nicht. Jeder von euch hat irgendwelche Wünsche. Und sei es, keine Ahnung, sich zu versöhnen mit irgendeiner Person. Oder man möchte, es muss ja, wie gesagt, es muss nicht immer materiell sein. Und du hattest ja zum Beispiel auch dieses Herz. Du wolltest die Liebe deines Lebens finden. Ja. Und so. Also, ich wollte einen Mann finden, den ich über alles liebe und der mich über alles liebt. Und dann habe ich diese Banane getroffen. Und auch das wollen wir jetzt gemeinsam schaffen für unsere weitere Zukunft zusammen. Wir möchten euch jetzt natürlich die Möglichkeit geben, mit dem Vorwissen, was wir euch jetzt schon mitgeteilt haben, eure Wünsche vielleicht einfach mal aufzuschreiben und dass wir bis nächste Woche, wenn wir dann das finalisierende Video hochladen, mit einer angefertigten Vision Wall mit euch gemeinsam natürlich teilen und dann schauen, was ihr zum Beispiel im Gegenzug auch gemacht habt für euch. Ja, aber dazu sollten Sie das nicht aufschreiben. Erstmal alles für sich aufschreiben, damit so. Sie überhaupt wissen, was ist und dann natürlich... Ja, das hast du ja nicht mehr gesagt. Ja, bei der eigentlichen Realisierung des Vision Boards geht es los, indem ihr Bilder ausdruckt. Ja, Google gibt euch alle Bilder, deswegen, es gibt wirklich alles. Vielleicht hat euch irgendwas genervt, keine Ahnung, ihr habt euch ein bisschen gehen lassen, was ja immer in irgendeiner negativen Phase des Lebens mal passieren kann, aber ihr wünscht euch so richtig, okay, ich möchte jetzt wieder sportlich werden, dann hängt euch da einen Typen oder ein Mädel hin mit Sixpack oder was, so einfach es klingt. Mit Goldmedaille, wenn ihr Sportler seid richtig. Und ihr möchtet unbedingt den nächsten Wettkampf gewinnen oder ihr arbeitet und möchtet unbedingt befördert werden. Ne? Also da könnt ihr wirklich eurer Kreativität freien Lauf lassen. Druckt alles aus, was ihr euch vom Herzen, vom tiefsten Inneren wünscht. Bringt es auf irgendeinen Platz, wo ihr wirklich jeden Tag hinguckt, sei es zum Beispiel an irgendeinen Spiegel zu Hause oder an die Decke oder an euren Arbeitsplatz. Am besten ein Ort, wo ihr jeden Tag hinschaut. Wenn ihr mitmacht, wir wollen ja sehr gerne euch als Zuschauer auch ein bisschen unterstützen und auch euch besser kennenlernen, haben wir uns überlegt, könnt ihr das irgendwo hochladen auf Instagram oder Instagram Story oder... Könnt ihr auch privat schicken. Ja, uns per E-Mail schicken oder whatever, dass wir dann eure Vision Boards dann in das nächste Video, also nächste Woche, wenn unser Vision Board dann fertig gebastelt ist, dass wir dann auch eure integrieren. Ja, und dann gucken wir einfach, was das Jahr bringt und was wir erreichen und ob wir gemeinsam mit euch unsere Ziele verwirklichen können. Alle meine Arbeitskollegen, die haben gesagt, ja. Sabrina, ich mache das jetzt auch. Aber alle haben immer nur gelabert. Letzten Endes hat es keiner gemacht. Also das ist immer dieses, ja, mache ich oder grundsätzlich dieses Visualisieren. Es bringt nicht, wenn du dich einmal hinsetzt oder 3-mal und das machst und danach war's das. Das muss man wirklich in seinen Alltag integrieren. Wirklich jeden Tag. Weil so viele Menschen
denken jeden Tag, wie scheiße ihr Leben ist und warum es ausgerechnet ihnen so passiert ist. Das denken sie jeden Tag und dann visualisieren sie 3-mal irgendwas Positives und wundern sich, dass dieses Positive denen nicht widerfahren ist. Das muss man halt wirklich auch kontinuierlich durchziehen. Ihr sitzt dann an eurem Bürotisch und wundert euch die ganze Zeit, wie scheiße jetzt der Job ist, dann nehmt euch ein Blatt und schreibt da irgendwas drauf, ein neuer Job oder ich suche mir irgendwas oder vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, was ihr machen wollt, schreibt euch das drauf, macht da ein Bild von und dann denkt ihr die ganze Zeit jeden Morgen, okay, den heutigen Tag werde ich dafür nutzen, um in meinem Leben weiterzukommen. Das, was heute passiert, wird in irgendeiner Art und Weise dazu beitragen, dass ich da hinkommen werde. In die richtige Richtung. Genau, und dann macht ihr an dem Tag quasi auch, natürlich arbeitet ihr für diesen Job, für den Arbeitgeber, auch wenn euch das abfuckt, alles gut. Aber an diesem Tag werdet ihr trotzdem mindestens eine Sache machen, die euch dazu bringt, einen Schritt Richtung Traum zu gehen. Das Ding ist, viele wissen auch einfach nicht, was sie wollen. Man ist so beschäftigt in seinem Alltag, dann läuft man zur Schule oder zum Job, danach hat man noch das und das zu tun und man setzt sich nicht hin und wird sich darüber klar, was möchte ich eigentlich? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr viele überhaupt mal machen sollten. Vor allen Dingen, wenn sie dann nach Hause kommen, in den letzten 2-3 Stunden des Tages, die sie dann noch Zeit haben, dann setzen sie sich an Instagram und lassen sich vollknallen mit irgendwelchen Dingen von Menschen, die quasi ihr eigenes Leben leben, was ja für die dann vielleicht auch einfach richtig cool ist, aber man findet halt dadurch nicht raus, wenn man sich zu sehr berieseln lässt und zu sehr beeinflussen lässt. Du kannst ja keine Wünsche und Ziele haben, wenn du gar nicht weißt, was deine Wünsche und Ziele sind überhaupt. Ja, das stimmt. Und das kann man wirklich überall. Deswegen ist es auch ganz gut, einfach mal spazieren zu gehen. Ne? Ja. Unabhängig von Musik, unabhängig von seinem Handy, einfach mal liegen lassen. Beschäftigt euch mehr mit euch selbst. Ich bin echt gespannt. Jetzt machen wir auch unser Vision Board, ne? Villa Chibo kommt da ganz fett in die Mitte. Ja, definitiv. Wichtig ist es, ich habe ja auch damals zum Beispiel ein Vision Board angefertigt, all meine Wünsche erreicht und danach kein neues mehr gemacht. Also, ne, wenn ihr eure Wünsche erreicht habt, dann solltet ihr ein neues machen mit euren neuen Wünschen. Oder ne? halt immer hinzufügen, kannst du ja auch. Genau. Und jetzt nochmal de facto, wo können Sie es einsenden? Ihr könnt auf Instagram natürlich ein Bild in eure Chronik posten und uns verlinken. Ihr könnt aber auch das privat schicken. Einen Hashtag setzen. Schreibt einfach Hashtag ChiboVision. Und schickt uns das sehr gerne oder postet das und lasst uns das wissen. Genau. Und dann werden wir das mit ins nächste Video mit einbeziehen. Wir freuen uns sehr drauf, was da von euren Ideen und euren Wünschen und euren Träumen, Ziele. Ja, vor allem, ihr macht es für euch, vergesst das nie. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns das schickt, aber grundsätzlich macht ihr das für euch. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Mittwoch noch. Fühlt euch gedrückt und geliebt. Stay positive. Und wir sehen uns beim nächsten Video am Sonntag beim Villa Chibo Update. Wieder. Tschüssikowski. Roger that. Chicken the wicker.